Was ist denn das für eine Mode, sich diskriminieren zu lassen tagtäglich? Angst haben, rauszugehen, sich verprügeln zu lassen. Das ist keine schöne Mode. Es ist auch keine tolle Mode, große operative Eingriffe an sich vorzunehmen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, wo ich monatelange Schmerzen und Nachbereitung noch machen muss. Das ist nicht schön. Ein ewiger Kampf mit der Krankenkasse ist nichts Schönes. Das macht keiner aus Spaß. Nein, mit der Stimme bin ich bisher leider noch nicht zufrieden. Nee. Weil es noch, immer ein bisschen sehr knarzig ist, was mir nicht gefällt. Ja, ich würde halt auch gerne schon ein bisschen femininer klingen. Und da bin ich noch nicht da, wo ich mich wohlfühle. Ich finde Vanessas Stimme unglaublich schön. Ich höre Vanessa sehr gerne. Und ich will, dass sie glücklich ist mit sich selbst. Darauf kommt es ja an, dass sie sich so liebt, wie sie ist. Aber ich tue das jetzt schon. Wenn sie irgendwas verändern will, dann kann sie das gerne tun, wenn sie dann glücklicher ist. Aber stören tut mich an ihr gar nichts. Ich kann mich an Kindergarten- und Grundschulzeiten erinnern, wo ich sehr Probleme mit meinem Namen und meinen Pronomen hatte. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da hat es auf jeden Fall das Unwohlsein schon begonnen gehabt. Also immer, wenn ich mit meinem Namen angesprochen wurde oder mit, oh Gott, auch junger Mann und sowas, das fand ich immer ganz, ganz schlimm. Und damit hat es quasi angefangen und richtig schlimm wurde es dann zur Pubertät. Ja, das mit der glücklichen Kindheit ist dann so eine Sache für sich. Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war mal ein Moment, wo ich glaube so in der 3. oder 4. Klasse war und eine Klassenkameradin mich so direkt fragte, wärst du lieber ein Junge? Und ich gemerkt hatte, dass die Frage irgendwie einen Schreck in mir auslöste. Etwas vielleicht so einen vom Gefühl her, oh, da ist etwas Intimes, aber so Intimes, was ich gar nicht preisgeben möchte jetzt in diesem Augenblick und auch gar nicht gegenüber diesem anderen Mädchen, sag ich jetzt mal. Und ich konnte als Kind nicht sagen, ich bin ein Junge oder so, sondern ich konnte ein Anderssein einfach nicht in Worte fassen. Das, was dann irgendwann mal da war oder in der Pubertät, war zuerst mal, oh, ich bin in die beste Freundin verliebt. So. Und dann so Frauen gefallen mir besser als Männer. So. Und dann war ein erster sozusagen Versuch auf dem Weg zu sich selbst, ein Coming-out als lesbisch. In Pubertät, alles, was ich verändert habe, habe ich quasi abgestoßen an meinem Körper, habe ich überhaupt nicht gemocht. Habe mich, muss ich ehrlich sein, sehr hassen gelernt und wusste einfach nicht, warum. Ich konnte genau benennen, was ich hasse an mir, was ich abstoßend finde, aber ich wusste nicht, warum das der Fall ist. Was dann hinging bis zu sehr großen psychischen Problemen und ja, damit auch verbunden irgendwann ein Suizidversuch im jungen Alter. Ich gehe nicht einfach so einkaufen. Einkaufen ist für mich ein sehr großes Stresspotenzial. Ich habe Angst vor Blicken, vor blöden Sprüchen und vor körperlichen Anfeindungen. In meinem Leben kam das schon des Öfteren vor, dass ich körperlich angegangen wurde. Und auch Sprüche und Tuscheln und Auslachen kamen genügend vor, dass sich das leider immer wieder bewahrheitet hat, diese Ängste.
Also viel, auch in der Vergangenheit habe ich mich schon viel in so Spiele geflüchtet, weil es halt einfach auch egal war, quasi wer ich bin oder was dahinter ist, weil man halt in einer Online-Welt ein bisschen abtaucht. Und da natürlich auch in auch teilweise schönere Welten, wo es nicht so wichtig ist, welches Geschlecht ich habe oder wo ich es halt auch mich so ausdrücken kann, wie ich fühle. Ja. Es ist eigentlich so, wie ich es mir wünschen würde, in echt, dass es einfach egal ist. Szene, ach, die ist nicht queer. Es ist einfach eine Szene, die Szene denkt nicht drüber nach, was er ist. Sie schreit einfach nur Slayer! Es begann mit 10. Das begann gerade so mit 10. Man fühlt sich einfach nur vollkommen verwirrt und kann mit der Situation nicht viel anfangen, man kann gar nichts anfangen und man begeht Eskapismus natürlich. Man möchte raus aus der Situation, man möchte dahin, wo Geschlechter überhaupt gar keine Rolle spielen. Oder aber, da man dann ja merkt, dass irgendetwas falsch läuft und man auch merkt, dass man mit diesem Schicksal Opfer von Hohn und Spott wäre, wenn es rauskommt, dann gibt man sich natürlich Mühe, genau das Gegenteil zu erreichen. Also sich so hart wie möglich zu geben. Und da hat natürlich auch der Heavy Metal eine Rolle gespielt, muss ich mal sagen. Denn wer steht schon auf die härtesten Klänge? Doch nicht irgendwelche zarten Mädchen, sondern nur, so denkt man sich jedenfalls, nur die härtesten Kerle. Alter Männerwar! Joy de Meo. Damals noch jedenfalls. Ja, ja. Die Zeit. Augenscheinlich konnte ich's mal. Ach ja, verlernt. Ich frage mich auch. Das ist aber auch von August 95. Ja, komisch, ne? Es gibt Sachen, die sind so richtig ausgelöscht aus dem Gedächtnis. Ja. Während ich doch schon noch diese Person bin, in gewissem Sinne, die ich auf alten Bildern sehe. Aber der Name ist nicht mehr mein Name. Nee. Im Mai vorigen Jahres haben wir uns das erste Mal wieder gesehen. Ne? Das war schön, wirklich. Ich habe schon überlegt, meine Fresse, wie sieht's aus? Hat es mir ein Foto geschickt, wie sieht's so aus, wenn du jetzt in Natura siehst, wie verhältst du dich? Für mich war normal. Weiß nicht, warum es so ist, aber war einfach so. Und der Quatsch, kein dämliches Zeug, das ist einfach so. Weil... Wir haben ja auch die anderen Themen, die uns eigentlich wichtiger sind, wie Metal zum Beispiel. Oder gerade Metal. Metall. Also dieses, es gibt Trans und was ist das? Das fing dann so zwischen dem 19. und 22. Lebensjahr an. Mit 22 habe ich dann, also Ende 2006, dann die Entscheidung getroffen, dass ich eine sozusagen Geschlechtsangleichung anstrebe. Aber das ist dann nicht so gewesen, oh, und jetzt mache ich sofort das und das, jetzt nehme ich sofort Hormone, so, sondern ich habe dann doch noch gesehen, dass ich vielleicht auch noch ein anderes Thema vorne wegschalten sollte. Also in einer psychotherapeutischen Behandlung. Das habe ich dann auch gemacht. Die genitalangleichende Operation war auch schon sehr früh für mich ein Thema, weil ich das, was da unten ist, schon sehr, sehr lange abgestoßen habe und nicht gemocht habe. Also es gibt ja 2 Gutachten, die man machen muss, um Personenstand und Namen zu ändern. Und das habe ich schon gemacht. Das habe ich hinter mir. Und gerade in einem Gutachten, das eine war ein sehr, sehr respektvolles Gutachten. Dann gab es noch das andere Gutachten, wo ich halt über meine Sexstellung reden sollte, also wie ich am liebsten Geschlechtsverkehr habe, dann ob ich devot bin, ob dominant, was für Unterwäsche ich trage. Gab es eine äußerliche Begutachtung von meinen Gesichtszügen. Ich weiß zwar auch nicht, was das damit zu tun hat, aber
Ja, all solche Fragen kamen dann, oder welche Hobbys ich habe, ob ich mich schminke, wie viel ich mich schminke. Und all solche Fragen kamen da auf mich zu. Und ich wollte nicht einem Fremden, den ich seit einer Stunde kenne, komplett mein Sexleben auf den Tisch knallen. Aber musste ich in dem Fall. Was besser geworden ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass man sich nicht mehr scheiden lassen muss. Eine Unverschämtheit, dass man sich von jemandem, den man vielleicht liebt, scheiden lassen muss, bloß damit die Krankenkasse eine Zusage geben kann. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und genau auch die OP. Für mich kam nichts anderes in Frage. Aber dieses wunderbare menschliche Spektrum ist ja nun so unglaublich weit. Und warum einer möchte eine schnelle Operation haben, jemand anderes, ich kenne auch selbst Leute, die ihr ganzes Leben lang, sie möchten anerkannt werden im anderen Geschlecht, möchten aber keinen chirurgischen Eingriff vornehmen lassen. Na klar, warum nicht? Alles in Ordnung. Also in meinem persönlichen Fall war es eine Mastektomie und eine Hysterektomie. Und über diese beiden Operationen habe ich mich informiert. Ich habe mich aber auch, weil natürlich jetzt auch mal die Frage, soll man es machen oder nicht machen, mit der Genital-OP, Transmännern, Phalloplastik, also Penisaufbau, beschäftigt. Und ich habe für alle OPs dann für mich abgewogen, wo kann ich für mich einschätzen, dass ich auch das davon bekomme, was ich mir persönlich erhoffe. Und es würde so oder so immer Situationen geben, wo ich offenlegen müsste, sozusagen ein Mann mit Menstruationshintergrund zu sein. So, ne? In ein paar Tagen habe ich meine genitalangleichende Operation, also die Bildung der Neovagina. Also quasi wird aus dem, was da ist, was Neues geschaffen. Und ein bisschen was entfernt. Also ich fühle mich danach nicht mehr Frau oder sowas, sondern ich fühle mich mehr ich, glaube ich. Das ist das Beste, wie ich es beschreiben kann. Ich fühle mich mehr wie ich. Ich habe ja gesagt, kann man eine Schiene vorstellen. Ja, setz dich mal her. Oh, ist das nicht Schauspieler? Oh. In Frankfurt gab es eine Lehrerin für Biologie. Yeah! Was hat die gemacht? Irgendwelche Ergo-Sachen, irgendwas mit Körpersprache und Erziehung und sowas drum und dran. Und die kam nach Beginn meines neuen Lebens, wie ich es immer so sage, einmal einfach in unser Geschäft und kam um die Ecke, sieht mich und sagt, na endlich. Ja. Ich bin von Anfang an eine Frau und das ist schon vor der Geburt festgelegt. Und ja, das ist vielleicht anders als bei anderen Menschen und das wird auch nicht, also Biologie immer nur auf Genitalien zu reduzieren, ist halt einfach falsch. Damit ignoriert man ganz viele andere biologische Fakten. Und deswegen keiner möchte Biologie abschaffen. Es gibt Biologie und es hat auch nichts mit einer irgendwelcher Ideologie zu tun. Gibt es. Und das, ja, ist es einfach.